Heute gibt es keinen blauen Himmel. Eine dicke, einheitliche Schicht aus Wolken hängt über uns. Solange daraus kein Wasser fällt, ist es auch gut so. Da ist eigentlich fast schade, dass wir heute nur 7 Kilometer vorhaben. Am Kreisverkehr steht eine Pilgersilhouette und große stilisierte Jakobsmuschel aus Metall. Kurz darauf biegt der Camino vom Asphalt auf einem Feldweg ab. Die Strecke ist sehr angenehm, zwischen Getreideackern über sanfte Hügeln. Mehrere beradelte Pilger sausen an uns vorbei. Heute unter dem grauen Himmel sehen die Felder nicht so leuchtend gold, sondern leicht orange aus. Die Berge am Horizont sind im Nebel kaum erkennbar und immer wieder nieselt es tatsächlich ein wenig. Die ersten 4,5 Kilometer sind schnell um. Der Rest des heutigen Weges führt durch die Vororte von Santo Domingo de la Calzada. Der Name des Ortes und der Kathedrale kommt vom heiligen Domingo Garcia. Mit dem Ordensgründer allerdings nicht zu verwechseln, der zwar auch aus der Nähe von Burgos stammte, aber erst etwa 100 Jahre später und nicht nur in Spanien, sondern auch in Frankreich und Rom tätig war. Der hiesige Dominikus lebte in der Gegend als Einsiedler und großer Unterstützer der Jakobspilger. Er baute hier eine Brücke über den Oja und ein Pilgerhospital, erneuerte Straßen und widmete sein ganzes Leben den Pilgern. Jetzt hat er einen wunderschönen Grab in der gotischen Kathedrale seines Namens. In der gibt es auch eine etwas bizarre Attraktion, und zwar einen Hühnerkäfig gegenüber vom Domingos Grab im südlichen Querschiff. Laut Legende ist ein junger Pilger unterwegs von einer Wirtstochter, deren Avancen er nicht erwiderte, eines Diebstahls bezichtigt worden. Nach kurzem Prozess wurde er erhängt und seine Eltern zogen weiter nach Santiago. Auf dem Rückweg fanden sie jedoch ihren Sohn lebendig. Er wurde, wie er selbst sagte, von Santo Domingo gehalten. Als der Richter davon hörte, meinte er, der Mann sei doch so tot wie die gebratene Hühner auf seinem Teller. In dem Moment, wo er das sagte, erhoben sich die Hühner und flatterten davon. Der Pilger wurde freigelassen und die hinterlästige Wirtstochter bestraft. Von hier nehmen wir den Bus nach Burgos. Diesmal machen wir den Camino nämlich nur stückchenweise, bequem und urlaubsmäßig sozusagen. Meine Mutter sagt, die nächsten Wanderungen werde ich schon ohne sie machen müssen. Aber in 30 Jahren, mit 100, kommt sie auf jeden Fall noch einmal mit. Da werde ich selbst 70 sein. Ja, ich nehme sie beim Wort, die Verabredung steht. Unterwegs erinnere ich mich nochmal an den Hühnerwunder und an einen noch größeren Wunder, der für mich nicht nur die Existenz Gottes, sondern auch die Wahrheit des Christentums beweist. Die Auferstehung Jesu. Es gibt in der Geschichte einige Magier und Wundertäter. Auch das Alte Testament bezeugt, dass die Magier Pharaos einige Wunder, die Mose zeigte, nachmachen konnten. Es gibt aber niemanden außer Jesus Christus, der seine Sendung durch den Sieg über den Tod bewies. Zuerst erweckte er seinen toten Freund Lazarus, der zwar nicht wie die Hühner gebraten war, aber schon ein paar Tage stank. Und dann ist er selbst nach dem Kreuzestod und Grablegung am 3. Tage auferstanden. Josh McDowell analysiert in seinem Buch die Auferstehungszeugnisse nach den modernen Rechtsprechungsregeln und findet sie wissenschaftlich absolut glaubwürdig. Was mich allerdings noch mehr überzeugt, ist die Tatsache, dass fast alle Zeugen dieses Ereignisses des Märtyrertods für diese Wahrheit gestorben sind und auch jede Menge ihrer Nachfolger. Für mich zumindest ist es unvorstellbar, dass jemand für eine Lüge sich foltern und töten ließe.